Vor einiger Zeit ist die Gamescom zu Ende gegangen und seien wir ehrlich, irgendwie sahen die angekündigten Spiele schon wieder sehr gleich aus. Wir brauchen nicht weiter darauf rumreiten, dass sich viele neue AAA-Spiele irgendwie nicht wirklich neu anfühlen. Haben wir schon im letzten Video gemacht. Aber weil es mir gelegen kommt, die Zeit bis zum nächsten richtigen Video zu überbrücken und weil das Line-Up der diesjährigen Gamescom wirklich auffällig unauffällig war, machen wir es trotzdem. Wie jedes Jahr startet die Gamescom 2023 mit der Opening Night Live. Wie jedes Jahr moderiert Jeff Keighley die Veranstaltung und wie jedes Jahr sind wir ständig excited. Die Spiele sind awesome. Und es hagelt World Premieres. Den Anfang macht der unbekannte Indie-Newcomer Starfield oder auch Skyrim im Weltraum mit einem Live-Action-Trailer und einer dramatischen Klaviereinlage. Danach. Yes, exactly. Okay, gibt's ein bisschen Unterbrechung? Alright, well guys, okay, thank you very much. Aber danach Todd Howard, everybody! kommt tatsächlich Todd Howard höchstpersönlich auf die Bühne. Gibt noch ein paar mehr Infos über Starfield, die irgendwie auch für Mass Effect gelten könnten. You touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yep, kommt hin. Und dann überraschend viele Spiele mit einer 3 im Namen. Little Nightmares 3, Killing Floor 3, Payday 3, Modern Warfare 3. Abgerundet wird das Zahlenfeuerwerk an Sequels mit noch mehr Sequels. Alan Wake 2, Armored Core 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1. Das für mich interessanteste Spiel mit einer Zahl im Namen war aber ganz klar Cyberpunk 2077. Das bekommt mit Phantom Liberty nicht nur einen DLC, sondern zeitgleich auch ein 2.0-Update spendiert. Das Spiel verspricht jetzt hoch und heilig richtig gut zu sein und dass ein Update mitunter so einen lauten Applaus bekommt, spricht Bände für die diesjährige Gamescom, aber spricht auch für Cyberpunk. Soweit, so unspektakulär. So richtig generisch wird's erst mit den ganzen neuen IPs, die Formel kennt ihr ja schon. Black Myth Wukong, wie Sekiro, aber in China. Nightingale, wie The Forest, aber in einer Fantasy-Welt. The First Descendant, wie Destiny, aber in Third Person. Stormgate, wie StarCraft, aber mit Dämonen. Crimson Desert, wie The Witcher 3, aber auch irgendwie wie Zelda und Assassin's Creed. Fort Solis, wie Dead Space, wie Callisto-Protokoll, aber mit mehr Rätseln. Die größten Zeitschleifen-Vibes gibt mir mit Abstand Assassin's Creed Mirage. Nach einem Dutzend Ablegern geht die Reihe zurück zu ihren Wurzeln. Weniger Open World, weniger Rollenspiel, dafür mehr Schleichen und Meucheln. Sogar das Setting ist wieder im Nahen Osten. Der Tapetenwechsel tut der Reihe sicher gut, aber warum freuen wir uns eigentlich darüber, dass sich Mirage spielt wie von gestern? Wieso feiern wir eine mittlerweile über 16 Jahre alte Idee als willkommene Abwechslung? Nach 2 Stunden Jeff Keighley Show und 5 Tagen virtuellem Messeaufenthalt hat sich mein erster Eindruck zum Teil bestätigt, zum Teil aber auch nicht. Gerade bei den Indie-Titeln gab es ein paar echte Highlights. Cocoon zum Beispiel. Ein Puzzlespiel, bei dem ihr Rätsel über mehrere Dimensionen hinweg lösen müsst, die ihr in Form von Kugeln auf eurem Rücken herumtragt. Pacific Drive. Ein Survival-Rennspiel mit einer wahnsinnig atmosphärischen Spielwelt. The Plucky Squire, ein knuffiges Action-Adventure, das ganz unterschiedliche Gameplay-Ideen miteinander verzahnt. The Darkest Files, ein historisches True-Crime-Detektivspiel über die Verfolgung von Nazi-Verbrechern. Und Thank Goodness You're Here. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht wahnsinnig witzig aus. Und dann waren da noch die Spiele, die mich eigentlich langweilen sollten, aber mich dann doch irgendwie gefesselt haben. Allen voran natürlich das vor kurzem erschienene Starfield. Als jemand, der in die Fallout-Teile weit über 1000 Stunden Spielzeit investiert hat und die komplette Mass Effect-Reihe mehrmals durch hat, ist Starfield all das, was mich an Videospielen so fasziniert. Offene, liebevoll gestaltete Spielwelten, interessante Konflikte, futuristischer Sci-Fi-Kram und natürlich Weltraum. Auch Armored Core 6 sieht echt wahnsinnig gut aus, obwohl ich Max so gar nichts abgewinnen kann. Vielleicht finde ich es aber auch nur deswegen gut, weil das Spiel von From Software ist und ich wahrscheinlich sogar Candy Crush eine Chance geben würde, wenn Miyazaki auch nur im geringsten seine Finger im Spiel hat. Die Gamescom 2023 war zwar keine komplette Enttäuschung, überraschend war sie aber auch nicht. Das Gefühl, dass wir in der ewigen Zeitschleife der immer gleichen Spielreleases feststecken, hatte ich auch hier, gerade bei den großen Titeln. Gleichzeitig bin ich froh zu sehen, dass es kluge und innovative Ansätze immer noch gibt. Gute Indie-Titel muss man zumindest auf der Gamescom nicht mit der Lupe suchen.
Hey Leute, seit dem letzten Video ist wahnsinnig viel passiert. Danke erstmal für euren Support. Danke für die vielen tollen Kommentare. Danke für die ganzen Views. Mich macht's extrem glücklich zu sehen, dass ihr scheinbar mit den Themen was anfangen könnt und sogar mitdiskutiert. Das ist für mich persönlich das größte Kompliment, deswegen erstmal Shoutout an euch. Die letzten Wochen, die waren echt aufregend für mich. Es gab ein paar größere Veränderungen und ich hoffe, dass ich dadurch jetzt ein bisschen mehr Zeit für diesen Kanal haben werde. Das Video hier ist vielleicht ein bisschen anders als die anderen, die ihr bisher gesehen habt. Sagt mir gerne, ob euch solche kürzeren Videos auch zusagen oder ob ihr lieber nur die größeren, aufwendigen Videos haben wollt. An denen arbeite ich auch schon, also macht euch keine Sorgen. Danke für den Support. Alles Weitere erfahrt ihr dann in Kürze. Vergesst nicht das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke für eure Geduld und bis ganz, ganz bald.